im Birdland. Da ist jetzt eine Jam-Session, die ist übrigens jeden Donnerstag, kostenlos. Und wie ich gehört habe, ist es schon ziemlich voll. Also beeilen wir uns mal ein bisschen. Also ich bin Wolf und meine Eltern haben das Birdland eröffnet vor über 30 Jahren. Und ich bin hier quasi eigentlich so aufgewachsen. Also ich hatte schon so einen Bezug zum Jazz, dadurch, dass mein Vater hobbymäßig immer Musik gemacht hat. Und eigentlich durften wir noch die ganzen großen Jazzstars miterleben, die es damals noch gab, also die noch gelebt haben. Art Blakey haben wir zum Beispiel gesehen. Und irgendwas muss das wohl in meinem Vater bewegt haben. Und als er sozusagen dieses Haus hier gebaut hat als Architekt, kam ihm die Idee, warum machen wir nicht hier in Hohe Luft einen Jazzclub auf. Und vor 30 Jahren gab es da eigentlich relativ wenig, also wenig Kneipen, Kultur oder Restaurants auch nur in der Nachbarschaft. Also es war schon so ein bisschen ungewöhnlich hier mitten in so einem Mietshaus auf die Idee zu kommen, da im Keller einen Jazzclub aufzumachen. Ja, die nächsten Jahre sind dann so nach und nach die ganzen Jazzstars, die ich auf dem Festival sehen durfte, hier mal vorbeigekommen und haben irgendwie einen Abend gespielt. Unser Barchef Alex hat auch so ein kleines, können wir uns nachher mal ansehen, hat so ein kleines Memorial gebastelt, wo ein paar von den Namen, die hier waren, einfach mal an die Wand hat verewigen lassen. Und das ist schon ganz geil eigentlich, wenn man mal sehen kann, wer alles so da war. Irgendwann hatten dann auch meine Eltern genug von der Sache und da kam dann die Frage an die Kinder, ob wir uns vorstellen könnten, das weiterzumachen. Und wir sind natürlich zu dem Zeitpunkt schon Musiker gewesen und mit viel Herumreisen und so weiter und haben dann erstmal gedacht, kriegen wir irgendwie auch nicht hin. Und so kam dann die Entscheidung, das Birdland macht zu. Und das hat dann so 15 Monate gedauert, wo es schon so in uns ein bisschen gebrodelt hat und wo man schon die Abende so vermisste hier. Und dann habe ich mich mit meinem Kumpel Julius zusammengesetzt und der hatte aus dem Stegreif ein paar gute Ideen. Und dann haben wir das Birdland wieder aufgemacht. Genau, ich bin Julius und betreibe mit Wolf, Ralf und Julian das Birdland jetzt seit etwas über 4 Jahren zusammen. Genau, Julian und ich betreiben seit über 11 Jahren das Freundlich und Kompetent. Und ja, als wir mitbekommen haben, dass das Birdland zugemacht hat, waren wir auch sehr traurig und dachten, na, es ist ja echt schade, dass so eine Perle zugemacht hat. Und so hat sich das ergeben, dass wir irgendwie gesagt haben, ey, wie sieht's aus? Bock wieder aufzumachen, den Laden. Und jetzt sind irgendwie 4 Jahre um und wir machen es halt weiter und es macht ja auch tierisch Spaß.
Also was ich sehr besonders finde am Birdland ist einmal so die Raumaufteilung, einfach, dass man, wenn keine Bläser hinter der Bühne stehen, was manchmal ist, wenn zu viele Musiker da sind, die gar nicht auf die Bühne passen, stellen sich hinter der Bühne auch gerne die Bläser auf. Wenn das nicht der Fall ist, kann man hinter der Bühne sitzen, was einfach super schön ist als Gast, dass man irgendwie von hinten oder seitlich so auf die Musiker raufgucken kann. Und man ist einfach super dicht dran. Die Bühne ist ja nicht hoch. Ja, man ist irgendwie mittendrin so in der Band. Der Sound in Birdland ist wirklich einfach toll. So, der Raum klingt einfach super schön. Darum geht es ja auch bei der Musik. Und die Stimmung ist einfach immer sehr besonders. Also hier kommen die Leute wirklich auch gezielt hin und für die Konzerte und sind sehr, sehr respektvoll den Musikern gegenüber. Das heißt, man hat oft einfach sehr respektvolle, ruhige Stimmung. Je nach Musik natürlich. Wir haben inzwischen ja auch tanzbare Acts, wo es dann funky wird oder auch mal ein Rock'n'Roll-Act, wo dann auch getanzt wird. Deswegen sind auch viele Musiker einfach ziemlich geflasht oft. Sagen, krass, was für eine schöne Stimmung. So alle hören einfach wirklich zu und haben Lust auf die Musik. Ich bin gerne im Birdland, weil ich finde, dass die Jam-Session sehr authentisch ist. Es bringt viel Spaß hier zu spielen, weil es sehr locker ist und man sich sehr viel ausprobieren kann. Und die Leute auch, ja, die Leute sind vor allem sehr locker und man kann Sachen ausprobieren und muss sich nicht darum kümmern, wie gut das jetzt ist, und dadurch kann man viel mitnehmen. Und ja, damals war es hier noch nicht so voll wie jetzt. Es war auch ganz anders. Das habe ich dann beobachtet, wie sich das immer mehr gefüllt hat. Und das war natürlich eine große Freude zu sehen, dass dieser Club immer so voll ist. Und dadurch lernt man viel, einfach sich auf die Bühne zu stellen und nicht darüber nachzudenken, ob man jetzt spielt oder wie man jetzt spielt, sondern einfach auf die Bühne zu gehen und einfach loszulegen. Und sich immer wieder in diese Situationen zu begeben, das ist auf jeden Fall eine große Bereicherung. Sprache lernt man ja auch nicht im Sprachenunterricht, sondern wenn man im Endeffekt in dasjenige Land reist und das ausprobiert und mit den Leuten spricht. So ist es bei der Musik auch, und so bietet sich die Möglichkeit, jede Woche aufs Neue wieder zu spielen und diese Sprache der Musik zu sprechen, pathetisch gesagt. Marcel und Alex, die Bar schmeißen. Die beiden haben mir, sag ich mal, auch einfach richtig geile Drinks reingebracht. Inzwischen kommen auch einfach viele Gäste, was auch nochmal wieder einfach einen Schwung an Leuten reinbringen, die einfach Bock auf geile Drinks haben und dieses Ambiente hier mögen im Birdland. Nee, ich habe beim letzten Mal angefangen, diesmal fängst du an. Ja, momentan machen wir eigentlich alles, von Tische selber rundsingen bis hin zu alles, was so anfällt. Von die Lampen sind kaputt, Künstlerabrechnung, alles, was so anfällt. Musik hören und gute Drinks trinken.
Ich habe halt immer diese Jazzfilme halt irgendwo auch vor Augen, wo man halt in den Staaten, sage ich mal, runde Tische hat und es ist halt einfach ein bisschen, ja, sehr eng, aber trotzdem gemütlich und irgendwie so ein bisschen, ja, so, ja, Goodfellas-Style. Da gibt man so ein kleiner Mafia-Film etc. Das habe ich irgendwie als Gedanke im Kopf gehabt. Und haben damit angefangen, einfach eine Seite also mit Klassikern zu machen, die halt einfach aus den Jazz-Jahrzehnten halt kommen. Und mittlerweile sind wir halt so weit, dass wir eine riesen Seite haben, wo die Leute mehr oder weniger schon teilweise auch gerne mal ein bisschen überfordert sind, weil sie halt dann doch, glaube ich, andere Sachen aus den 90ern, sage ich mal, kennen. Und dementsprechend ist es halt uns ein Anliegen, die Professionalität, die es halt auf der Bühne halt einfach gibt, die halt auch einfach in die gastronomische Art und Weise halt auch mit reinzubringen. Also wir haben auf jeden Fall uns überlegt, wie können wir den Gast noch ein bisschen was Besonderes bieten, außer die großartige Musik, die er sowieso erleben darf und das besondere Ambiente. Wir haben hauseigene Kreation, die wir in einem Glasfass, ich weiß nicht, das kann man wahrscheinlich hier von da nicht hinten sehen. Wir haben so 4, 5 verschiedene Fässer, wo wir immer uns eigene Kreationen ja, einmal im Monat irgendwie ausdenken oder einfach belassen bei den Sachen, die gut laufen. Da haben wir einmal einen Rum, der eingelegt ist mit Earl Grey Tee oder einen Gin eingelegt mit Thymian. Und so diese verschiedenen Kreationen, die kann man halt gut in verschiedenen Cocktails benutzen und ist auf jeden Fall ein besonderes Highlight. Neben Spirituosen, die auch beispielsweise aus Ghana kommen oder aus Chile oder aus Mexiko, und da gibt es auf jeden Fall eine Variation, die sowohl hier am Tresen als auch auf der Bühne stattfindet, so was, glaube ich, ganz gut zusammenpasst. Ja. I've been through the mill of love, old love, new love, every love but true love. Als besonderes Highlight möchte ich noch gerne den 4. Mittwoch im Monat hervorheben, der quasi jetzt ganz neu ins Leben gerufen ist, und zwar eine Soul Jazz Funk Night mit Steve Wiseman aus New Jersey. Da lohnt es sich allemal auf jeden Fall vorbeizukommen und sich das anzuschauen. Das ist auf jeden Fall im Vergleich zu der Vocal Session oder auch der Donnerstags Jam Session nochmal ein besonderes Highlight, was, glaube ich, auch hier in Hamburg einzigartig ist, und das kann ich nur jedem ins Herz legen. Also ich hab damals angefangen mit Jazz und bin eigentlich gleich ins Birdland gestolpert. Und hier habe ich Leute gefunden, die das eben genauso auch machen, wie ich das mache und toll finde. Und bin hier aufgetreten mit schlotternden Knien und dann später sicherer geworden. Das ist ein ganz wichtiger Teil von meinen Erfahrungen und von meiner Entwicklung. Also von daher möchte ich das auf keinen Fall missen. Ich weiß nicht, wo ich das in Hamburg sonst hätte machen können. So viele tolle Leute kennengelernt hätte und so viel gelernt hätte. Und natürlich auch so viele tolle Konzerte gehört hätte. Gerade letztens wieder habe ich ein Konzert hier gesehen, wo ich dachte, ja, das war jetzt auch so ziemlich das Beste, was ich bisher mal so gehört habe, öffentlich. Through the mill of love, old love, new love, every love but true love. I said love for sale. If you want to buy my well, follow me and climb the stairs. Love for sale. Die Vocal Session gibt es ja auch schon seit 1998, also jetzt über 20 Jahre. Und das ist einfach ein super Platz für Sänger, sich auszuprobieren, Profis genauso wie Amateure, mit einer tollen Band auf der Bühne zu stehen und
einfach einen Song zu machen und ja, ins kalte Wasser springen und andere Sänger kennenlernen. Das ist eine super Einrichtung. Singst du da auch immer selber? Ja, ich singe auf jeden Fall auch selber. Genau. Ich kündige immer den Opener an und dann mache ich meistens auch den ersten Song von dem Session-Teil. Der erste Song ist immer ein bisschen so der schwierigste. So, der erste muss ich trauen und das Ganze anfangen. Na, und das mache ich dann meistens. Also was auf jeden Fall das Besondere ist am Birdland ist, dass der Sound eigentlich immer sehr, sehr direkt ist und es hat sehr halt trocken, so, es hat irgendwie so, auf eine Art. Ja, und es hat halt totale Wohnzimmeratmosphäre, Ja. so mit diesem dunklen Holz und den Bildern und diese Unterschriften von diesen Legenden, diesen Jazz-Legenden. Das ist schon einfach super besonders und total inspirierend. Wenn man hier reinkommt, hat man irgendwie direkt Bock zu spielen. So. Und das Publikum, jedenfalls war das heute so, Ja. ist super offen und herzlich und lieb und man fühlt sich einfach total wohl. auf der Extrem Bühne. konzentriert auch, Ja, fand genau. ich das heute. Sehr Ja. schöne Atmosphäre. Ja, also das lohnt sich total, gerade wenn man neu an der Hochschule ist und auch die Szene kennenlernen möchte und so, dann ist es eigentlich ein Must, hier immer donnerstags vorbeizukommen, weil hier so sich absolut die ganze Jazzszene trifft so. Und ja, das ist einfach wichtig als Jazzmusiker, dass man halt connected mit den anderen. Deswegen kommt vorbei, ist wichtig. Es ist der richtige Ort. Ja. Kommt vorbei. Es ist jetzt 12 Uhr, fast. Es ist kurz vor 12 und die Jam Session ist immer noch im vollen Gange. Wir wissen nicht, wie lange wir noch durchhalten. Also das Gute fängt meistens jetzt erst an. Das Gute fängt jetzt erst an. Jetzt wird es auch langsam endlich mal leerer und man kriegt einen Sitzplatz vielleicht. Ja. Und immer noch gute Drinks. Und wir versuchen noch ein bisschen durchzuhalten für euch. Ciao, Kakao. Oh Gott. Soll ich nochmal einen roten Knopf drücken? Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Wir waren für euch im Birdland. Schöne Gitarre. Fantastische Gitarren gibt es auch im Birdland. Das alles gibt's im Birdland. Gute Cocktails, gute Gitarren. Gut. Im Birdland. Ja, da sehen wir uns. Bis zum nächsten Donnerstag oder Mittwoch oder dir gut, dass du Freitag oder Samstag. Fertig ist der Bums.